Die is gehört ins Museum, alter man, nicht auf 1000 Meter Linie. Galacto die is gehört ins Museum, alter man, nicht auf 1000 Meter Linie. Der Jung hat es laut Genig gesagt, dass die gesamte Schützenlinie es hören konnte, und ein paar der anderen lachten das legte lachen junge Männer, die in Dingen, die Salten, noch nie vorstelligen hatten. Der alte Mann legte sein gewöhnlich aus Siegeltuck wortlos auf den Tisch. Schaut nicht auf. Öffnet den Reißverschluss langsam, so wie man einen Sag offenen Word, und ließ sie weiter lachen. Sie hatten keine Ahnung, dass sie über den letzten lebenden Mann lachten, der den Schuss gemacht hat, den sie für unmöglich erklären wollten. Wenn du jemals unterschätzt wurdest wegen deiner grauen Haare, deiner abgenutzten Stiefel oder der Jahre in deinem Gesicht schreib jetzt Sifi in die Kommentar, denn dieser Haier ist für dich. Sein Name war Raymond Doss. Mit 80 Jahren war in jenem Morgen wir stunden, in einem Pickup aus dem Jahr 1994 mit einer defekten Heizung gefahren, in einem Präzisionsfurnace-Kurs teilzunehmen. Zudem, nicht eingeladen, sondern allenfalls geduldet worden war. Hat davon in einem Sportler-Newsletter erfahren der Art, die auf billigem Papier gedruckt wird, das noch immer nach der Eisenwarenhandlung riecht. 200 €, einen Samstag auf einem privaten Skistand in der Hochwust mit Ausbilden zu verbringen, die für die Nationalmannschaft geschossen hatten. Reimu hat die Geldschein in einen Umschlag gefoltert und ihn abgeschickt, ohne seine Tochter etwas zu sagen. Denn seine Tochter hat gefragt, warum ein Mann, der seit 51 Jahren kein Gewehr mehr abgeführt hat, plötzlich allein in die Berge fahren wollte. Hat keine Antwort gehabt, die gefallen hat. War sich nicht sicher, ob überhaupt ein hat. Wusste nur, dass der Jahrestag nahte, so wie jetzt Jahr nahte, und dass dieses Jahr nicht in der Küche sitzen und ein Foto anstarren wollte. Der Kurs hat 11 Schützen. 10 davon waren unter 35 und waren in Fahrzeugen angekommen, die mehr kosteten als Raymonds Haus, mit Gewehren, die mehr kosteten als sein Truck. Carbonfaserschaft in der Farbe von Pulverrauch. Schalldämpfer, auf Toleranzen gefrasst, enger als ein Uhrwerk. Zielfernrohr mit eingebauten Computern, die mit handgehaltenen Wettergeräten sprachen, die mit Smartphones sprachen damit ein Mann an der Leine stehen, einen Knopf drücken und ein Schusslösung wie ein Quittung bekommen konnte. Der Test unter ihnen war ein Junge Schützen namens Tobias Kale, 29, der einen beliebten Kanal betrieb und via Sponsorin auf eine Schießjack trug, die noch nie im Regen gestanden hat. Tobias hat eine Art, Menschen zu erklären, die nicht danach gefragt hatten. Erklärt jetzt der kleinen Gruppe am Rand des Stands das Stahlsalutensil, das weit draußen im Flimmern der Hitze stand, wo der Schießstand ins nichts überging. 1,400 Meter, sagte Tobias und zeigte darauf wie ein Reisführer. Kaltlauf, erster Schuss auf ein Torso Scheib dieser groß mit allem kalibriert, mit laufendem Rechner, an einem ruhigen Tag wie legt. Aber hier gibt es keinen ruhigen Tag. Du hast wechselnden Winden Drehstellen zwischen hier und dort. Du hast Luftspiegelung, die von der Straße aufsteigt. Du hast Joelversatz. Du hast die Corioliskraft auf dies Entfernung, ob du daran glaubst oder nicht. Lächelt über sein eigen Grundlichkeit. Fazit, ein Ballistikcomputer ist ein Ersttreffer auf 1,400 Metern kein Konnenproblem. Es ist ein Mathematikproblem, das niemand schnell genug im Kopf lösen kann. Es ist unmöglich. Wer dir etwas anders sagt, will dir etwas verkaufen. Da hat Raymond das Öffnen des Reißverschlusses beendet. Was herauskom, war nicht aus Carbonfaser. Es war aus Holz.
Dunkel vom Alltausender, Hand und dem Schweiß von Klimaten, die Jungs und diesem Stand nur aus Filmen kannten. Ein repetierbexendua, das Metal und den kannten silberhell abgenutzt, wo Leder und Handflatschen es jahrzehntelang geholten hatten. Kein Zielfernrohr, ein Klappkim hinten und ein Messerkorn vorn, des Eisengerat eins anderen Jahrhunderts. Eines Laufgehaus gestempelt wenn man wusst, wo man hinschauen musst wo ein Adler und die Wort Springfield Army, und darunter ein Seriennummer, die sein Entstehung in den Frühling 1918 datiert das Jahr, in dem Männer noch im französischen Schlamm starben, General solche Gewehr in den Händen. Tobias betrachtet es so, wie man einen von Fürden gesogenen Flug betrachtet, der in einem Tesla Showroom geparkt ist. Mein Herr, sagte und das Wort hat ein Scarf darin. Mit allem Respekt das ist ein Springfield 1903. Ein 108 Jahre altes Kampfgewehr mit Kimi und Korn. Der Kurs handelt von moderner Precision. Sie sind herzlich willkommen zuzuschauen. Ich würde gern auf 1.400 schießen, sagte Raimu. Es war der erste vollständige Satz, den den ganzen Morgen gesprochen hat. Sein Stimme war ruhig und gleichmäßig, die Stimme eines Mannes, der länger gelernt hat, dass die Menschen, die in der Schützenlinie am wenigsten reden, in der Regel die sind, die es wat sind, beobachtet zu werden. Wenn der Standleiter erlaubt ein Schuss, callte Lauf. Der Stand wird auf Jean besondere Art still, die gentlich gar nicht still ist. Stiefel, die sich verschoben. Das Pipen eins Wettergerats. Ein unterdrücktes Lachen, das starb, bevor es enden konnte. Der Standleiter war eine Frau namens Diana Pute, entwesig, himmlisch Soldaten. Die einzige Person dort außer Raimu, die den ganzen Tag kein einziges Mal gelächelt hat, weil das professionell Leiten eins heißen Stands nichts ist, wobei man lächelt. Sie betrachtet den alten Mann einen langen Moment. Etwas in seiner Ruhe erkannte Sie, ohne es benennen zu können. So wie man ein Lied aus einem anderen Zimmer halb erkennt. Es kostet 200 Euro, sagte Sie zu Tobias, nicht zu Raimu. Und es ist mein Stand. Bekommt seinen Schuss. Sie begleitet Raimu selbst zum Abschussstand etwas, das Sie an diesem Tag für niemand anderen getan hat. Raimu legte sich nicht sofort hin. Stand fast 2 Minuten hinter dem Tisch, ohne das Gür anzufassen. Schaut auf die Flaggen. Es waren drei zwischen ihm und dem Ziel, und Sie waren sich nicht einig, ein Schlaf, ein Norland, ein dazwischen träge und unehrlich. Beobachtet die Luftspiegelung, die von der Straße aufstieg, las die Art, wie Sie brodelt, und begann dann ganz leicht zu neigen und zu laufen was einem Mann, der es zu lesen weiß, nicht nur sagt, wie stark der Wind ist, sondern auch, in welch Richtung sich entschieden hat zu wehen. Legte den Handrücken und hielt hoch. Ein Gest des alten Mannes, die einen der Jungen Schützen zum Schnauben bracht bis Diana den Kopf wandte, und das Schnauben aufhört. Schaut auf einen Habit, der in einer Thermik arbeitet und davon abgedruckt wird. Die ganz Zeit bewegt die Lippen ganz leicht, und Tobias lehnte sich zu dem Schützen neben ihm und murmelt etwas. Und der Schütze grinste, und Raymond das erledigt die Arithmetik seines gesamten Lebens hinter seinen Augen, wo keiner von ihnen sehen konnte. 6-10 Meter voll hoch, die in dieser kleinen Klappkim vergraben musst. Ein Wind von 14 Kilometers per Hour, der nicht die ganze Zeit 14 Kilometers per Hour war, und nicht aus einer Richtung die ganze Zeit kam. Also war es keine einzige Zahl, es waren drei Zahlen, die so mitteln musst, wie man etwas mittelt, das man 10.000 mal gemacht hat, bis das Mittel aufhört, Arithmetik zu sein, und zu einem Gefühl in den Händen wird. Das Geschoss wird nach einem Kilometer einschlafen und zu wandern beginnen.
Es wird durch seinen eigenen Droll nach rechts driften, wie Wasser, das in einem Abfluss kreist. Die Erde selbst wird in den langen Sekunden, die es in der Luft war, ein paar Zentimeter unter ihm wegleiten. Hat keinen Computer. Hat noch nie einen Computer gehabt. Hat ein Mannestim in seinem Kopf von vor 51 Jahren, jag den Flaggen nicht nach, jung. Vertrau der Spiegelung. Die Flaggen lügen, und die Hitze sagt die Wahrheit. Und hat das einzig, was die Stimme ihm wirklich gegeben hat, die Fähigkeit, all das auf einmal zu halten und nicht in Panik zu geraten. Legte sich hinter das Gier. Betätigt den Verschluss und lud ein Patroni durch ein Handlading, ein schweres Geschoss von 3 Gramm, das sich in Dreierbänden bei Lampenlicht in seiner Garage in einem Worktisch gesetzt hat, weil sein Hand nicht mehr schnell wären und wollte, dass sie sicher sein würden. Justiert die Klappkim mit dem Dormen, schaut, justiert sie noch einen Horch. Hielt mit einem Mensch in den Wind, die niemand sehen konnte, wie sie entscheid. Die Leine war jetzt wirklich still. Selbst Tobias hat aufgehört zu kommentieren. Es gibt etwas, das manchmal passiert, wenn jemand, der ein Handwerk wirklich kennt, es wo Menschen ausführt, die nur glaubten, es zu kennen, und die Luft in diesem Schießstand hat soeben die Temperatur gewechselt. Reimu atmet aus, und irgendwo am Boden dieses Atemzugs, zwischen einem Herzschlag und dem nächsten, sprach das alte Gier. Es war kein modernes Geräusch. Es war tiefer und runder und alter als die Gewehr es Hirn. Ein Klang mit Geschichte darin. Das Geschoss war weg für ein Zeit, die allen, die durch 1000 Optiken schauten, absurd lang vorkam. Langgenig, dass einer der jungen Männer anfing, etwas zu sagen. Langgenig, dass dieses Wort in seinem Mund starb. Und dann 1,400 Meter entfernt, in dem Flimmen, wo nichts möglich sein sollte, klingelte die Stahlsilhouette und schwang auf ihrem Scharnier zurück, mit einem Klang, der sie einen Herzschlag später erregt, flach und endgültig wie ein Glockengrund eines Brunnens. Niemand jubelt. Das ist der Teil, den die Menschen immer falsch verstehen, wenn sie sich so einen Moment vorstellen. Niemand jubelt, weil jubeln das ist, was man tat, wenn man überrascht ist. Und was über diesen Schießstand kam, war keine Überraschung. Es war etwas, das nah und furcht war und dann nah und Scham. Die stillhielten, bis ein Fahrzeug, das niemand hat nahe kommen hören, die Standstraße heraufkam in einer langsamen Stopburg, anhielt, und ein Mann ausstieg. War irgendwo über 70, aufrecht in einer Windjack und jeglich aufnahe, und ging nicht so sehr zur Schützenlinie, als dass davon angezogen wird. Diana richtet sich auf, als sie so. Sie kannte das Gesicht. Die meisten in der Präzisionsgemeinschaft täten es. Hat die Scout-Scharfschützenausbildung des Marine Corps 11 Jahre lang geleitet, und sein Name war ein Kapitelüberschrift in der Doktrin, die dies Jungs gelesen hatten. War heraufgefahren, weil Diana ihm einst dann zuvor ein Seil per Nachricht geschickt hat. Ein alter Mann hat sich angemeldet, will nicht sagen, wo gedient hat einen 1903 mitgebracht. Und hat ein Mittagessen auf dem Tisch stehen lassen, die Fahrt zu Mädchen. Ging in Tobias Kale vorbei, als wär Tobias ein Zornpfosten. Blieb in respektvollem Abstand stehen, wo Raymond dos sich langsam, steif auf die Fuss erhob, und schaut auf das Gier in des alten Mannes Händen, und die Farbe, which aus seinem Gesicht. Ich kenn dieses Gier, sagte Sein Stimme funktioniert nicht richtig. Es gibt ein Kirby in der Schaftkap, 3 Körben. Blickte auf Raymonds Gesicht und schaut dann wirklich hin. So, wie man unter 50 Jahren wetter nach jemandem sucht. Gefreite dos. Erste Marine Division.
Hügel 55. Frühjahr 1970. Sie sind in keinem Buch, weil der Gefechtsbericht 30 Jahre lang begraben wird, aber ich habe ihren Einsatz 2.000 Marines beigebracht und konnte ein Gesicht damit verbinden. Hielten. Must. Man hat uns gesagt, der Beobachter, der den Wind für diesen Schuss angesagt hat, ist nicht von diesem Hügel heruntergekommen. Man hat uns gesagt, der Schütze hat hinuntergetreten und nie wieder ein Gewehr abgeführt. Raymond das stand in der Wust mit dem alten Springfield Cure über dem Körper gehalten so, wie man etwas holt, das teils ein Gewehr und teils ein Mensch ist. Und zum ersten Mal an diesem Tag brach sein Ruhe, nur an den Randen, gerade genig. Sein Name war Daniel Pute, sagte Raimu. Schaut den Ausbilder nicht an. Schaut ganz bewusst auf Diana, die wollige Start neben dem Abschussstand stand, ein Hand flatsch gegen ihr eigen Brust gedruckt, als würd sie etwas festhalten. War 19. Hat meinen Wind auf einem Schuss angesagt, der länger war als dieser, worin der Feind bereits in unserem Draht war und unser Funkgerät tot. Und hat recht so, wie immer recht hat, weil den Flaggen nicht traut, sondern der Hitze. Sagte mir, die Flaggen lügen und die Hitze sagt die Wahrheit. Und dann stand auf, die nächste korrekte über das Gras sehen zu können, und das ist der Ziel, den ich 51 Jahre lang versucht habe, nicht zu. Hielt. Sein Kiefer arbeitet. Ich habe 11 Kilometer getragen. Ich habe nie wieder ein Gewehr abgeführt. Hat zu Haus ein Babymädchen, das nie kennenlernt. Ich wusste nie, was USIHR geworden ist. Ich kannte nur das Datum. Und das Datum kam wieder dies Watch, und ich bin 80 Jahre alt, und ich wollte es nicht in meiner Küche verbringen. Diana Putes Vater war via Mon 8 vor ihrer Geburt auf einem Hügel in Vietnam gefallen. Sie war mit einer gefolterten Flag, einem Namen und einer einzigen Seil in einer Bekanntmachung aufgewachsen, die sie als Kind auswendig gelernt hat, und eine Sil zu begegnen, die dabei gewesen war. Sie überquert die Schützenlinie. Sie sagte auch nichts, weil es nichts zu sagen gab. Es hat es nie gegeben. Und sie legte die Arm einen 80-jährigen Fremden, der ihren Vater vor ihrer Geburt von einem Berg getragen hat, und das alte Springfield war zwischen ihnen, und das war richtig, weil das Gewehr auch dabei gewesen war. Die Junge Schützen lachten nicht. Tobias Kale hat irgendwann sein Mütze abgenommen, ohne es zu entscheiden, und hielt sie mit bei den Händen so, wie man ein Mütze an einem Grab holt. Der Mann, der den Schuss 2.000 Marines gelehrt hat, stand auf dem Schießstand eines privaten Wostenlands Stram, ein alter Mann ohne jeden Grund mehr, jemandem zu salutieren. Und salutiert trotzdem und hielt es. Und das einzige Geräusch waren die drei Flaggen, die im Wind stritten, und weit draußen im Flimmen die Stahlscheibe, die noch leicht auf ihrem Scharnier schwang. Raimu hat diesen Schuss nicht gemacht, den Jungs mit den Carbonfaser-Gewehren etwas zu beweisen. Hat gemacht, wie man ein Kurs anzündet. Hat 51 Jahre lang ein mathematisches Problem im Kopf getragen, das kein Computer lösen konnte, weil die Antwort darauf die Stimme eines 19-Jährigen war, der sagte, Vertrau der Hitze. Und einmal im Jahr musste wissen, dass die Stimme noch die war. Noch immer richtig. Noch immer das Worten wird. Die Computer können den Wind jetzt berechnen. Sie können nicht tun, was Daniel Pute getan hat, recht zu haben, als es alles kostet, und trotzdem aufzustehen, damit der nächste Mann sehen kann. Die Jungs haben bei diesem Kurs etwas gelernt, das mehr wird war als die 200 Euro.
Und so orch der alte Mann. Und wie legt orch die Tochter. Wenn die ein alter Soul that beigebracht hat, des die Menschen, auf die es sich zu hören lohnt, meistens die stillsten und der Leine sind schreibe Sifi in die Kommentar und abonniere, denn wir halten dies geschickten Hai am Leben, damit Männer wie Raymond Doss und Jungen wie Daniel Putney die sind, denen niemand ein Gesicht geben konnte.